Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute kommen wir zu einem absoluten Höhepunkt in der Lego-Geschichte. Die große Westernwelt von 75 bis 77. Mit der ersten unbeweglichen Minifigur kam 75 sofort schon die wunderbare, riesengroße Westernstadt heraus. 76 wurde die Westernstadt erweitert mit 2 kleineren Sets. Den 2 Cowboys und der großen roten Postkutsche. Und es gab den bunten, legendären 12-Volt-Westernzug. Im letzten Jahr der unbeweglichen Minifigur kamen 77 noch die Texas Rangers dazu. Dieses Set blieb dann auch noch im Folgejahr 78 im Katalog. In der farbenfrohen kleinen Westernstadt ist es 12 Uhr Mittag. Der Sheriff sattelt sein Pferd und reitet aus der Stadt hinaus. Er reitet zur Eisenbahnhaltestelle, denn er hat das Gerücht gehört, dass heute ein bekanntes Schlitzohr mit dem Zug anreisen wird. In der Westernstadt 356 gibt es nur kleine Pferde mit Minifigurenbeinen, die wie Hunde ausschauen. Beim Westernzugset 726 ist ein größeres Pferd dabei, mit Ohren, mit Minifigurenbeinen als Nase und hinten mit einem aufgesteckten Schweif. Die 2 Cowboys aus dem Set 617 haben ein größeres Pferd, statt der Minifigurenbeine jetzt mit den neuen umgekehrten Schrägsteinen, und der Cowboy sitzt breitbeinig auf dem Pferderücken mit 2 kleinen Dachsteinen als Schenkel. Der zweite Cowboy aus diesem kleinen Set sitzt auf dem Weidezaun. So warten sie alle gemeinsam mit unserem kleinen Sheriff auf den 12-Uhr-Zug. Der ist pünktlich unterwegs und wird bald ankommen. Die zweiachsige Lokomotive mit den gelben Treibstangen zieht 2 Waggons. Auf den Einstiegsplattformen der Personenwagen stehen 2 Cowboys. Die Eisenbahnstrecke ist noch im Bau und es gibt noch keinen richtigen Bahnhof. Der Zug hält jetzt vor unserer kleinen Stadt an. Tatsächlich kommt auch unser zweifelhafter Geschäftsmann an, auf den der kleine Sheriff schon wartet. Im ausdruckslosen Gesicht kann der Sheriff nicht erkennen, was unser Finanzgenie heute wieder vorhat. Beim bunten Westernzug 726 fehlen mir leider die Aufkleber an der Lokomotive und am Personenwagen. Ich habe vergessen, die passenden Ersatzaufkleber zu bestellen. In der Bauanleitung gibt es für jeden Waggon 7 bis 8 Bauschritte. Ein kleiner, farbenfroher 12-Volt-Zug mit einer kleinen Lokomotive, 2 Waggons und einem Schienenkreis. Das einzige Zugset, bei dem 3 Minifiguren dabei sind. Die zweiachsige Lokomotive hat den typischen Western-Funkenfänger-Schornstein und die große gelbe Laterne als Spitzenlicht und noch 2 gelbe Fenster als Scheinwerfer. Die Lokomotive hat eine rote Grundplatte mit fest angebauten Kupplungshaltern. Deshalb kann man hier vorne leider keinen Kuhfänger anbauen, der für die Westernloks typisch wäre. Ein weiterer Fehler sind die Seitenpuffer, die es bei Westernloks nicht gibt. Sehr schön sind die seitlichen Kolben mit den gelben Treibstangen und den Kurbelzapfen an den Radnaben. Der Führerstand ist hinten offen,
Es gibt keinen Lokführer, den habe ich nur selbst hineingestellt. Bei diesem Zugset ist auch kein Tender dabei. Der erste Waggon ist ein kleiner 6x12 Flachwagen. In den Bordwänden sind Gartenzäune eingebaut. Auf der Ladefläche steht ein Pferd mit Reiter. Der zweite Waggon ist ein großer gelber 6x16 Personenwagen. Vorn und hinten mit großen Plattformen. Der Waggonkasten ist nur 8 Noppen kurz. Er hat 2 schmale und ein normales Fenster. Das Dach hat die typische Wölbung der Westernwaggons mit den Lüftungsschlitzen. Jetzt kommt auch schon die Postkutsche, um die Fahrgäste in die Stadt zu bringen. Die große rote Postkutsche 697 mit den großen Speichenrädern von 62. Es sind 2 Pferde angespannt. Die Vorderachse mit der Deichsel hängt beweglich mit einer Kugelgelenkskupplung unter dem Kutschbock. Darauf sitzt der blaue Kutscher. Im Vergleich dazu ist bei der Westernstadt eine kleine schwarze Postkutsche dabei, mit kleinen Minirädern. Die Deichsel ist mit einer einfachen Anhängekupplung angehängt und die Postkutsche hat die alten Haustüren und Fenster. Der Gepäcksträger besteht nur aus 2 1x8 Platten. Jetzt fährt der Zug wieder ab und auch die Postkutschen können starten. Jetzt schauen wir noch, welche Geschwindigkeit unser kleiner Zug drauf hat. Die halbe Spannung reicht schon vollkommen aus. Bei den vollen 12 Volt bleiben die Waggons nur noch mit Mühe auf den Gleisen. Der Geschäftsmann reitet auf seinem Pferd in die Stadt und der Sheriff ist ihm dicht an den Fersen, damit er nichts anstellen kann. In der Westernstadt gibt es 8 kleine, schmale, bunte Häuser, die auf 4 verschiedenen grünen 8x24 Grundplatten gebaut sind. So wie beim Stadtzentrum und beim Hafen ist eine gefaltete 50x70 cm große Straßenkartongrundplatte dabei. Diese ist im Klappdeckel der Verpackung eingeschoben. Außen haben wir das Lifestyle-Bild mit Vater und Kind. Auf der Innenseite des Klappdeckels ist nochmal die ganze Stadt aufgebaut abgebildet. In der Styroportasse liegen 4 bedruckte Kartons mit Sichtfenster mit den verschiedenen Teilsets. In der malerischen, farbenfrohen Western-Kleinstadt gibt es viele typische Häuser. Bank, Sheriff, Saloon, Geschäft, Postkutschenstation, Hotel und Pony Express. Die Häuser sind schmal und hoch gebaut mit 2 Stockwerken, nur 8 Noppen breit und 4 Noppen tief. Die Hinterseite ist zugebaut, aber ohne Fenster und ohne Detaillierung. Mit den neuen Türen, den alten Fenstern und den kleinen Fensterläden. Die Dächer bestehen aus den flachen 33 Grad Dachsteinen. Auf den Giebeln sind große Aufkleber mit den Gewerbeschildern. Der Aufkleber mit dem Gesucht-Plakat hängt 2-mal in der Stadt. Die Häuserzeile im Hintergrund besteht aus 2 Doppelhäusern auf 2 getrennten 8x24 Platten. Die Seiten- und Rückwände sind ohne Fenster. Auf der Vorderseite haben die Westernhäuser einen Aufkleber mit dem typischen Gewerbeschild. Hotel, Postkutschenstation, Geschäft und Saloon. Das 4. Häuserpaar
Sheriff und Bank sind nicht zusammengebaut, deshalb ist die Grundplatte etwas biegsam. Über den Eingangstüren gibt es Vordächer mit Säulen. Der Sheriff hat die Gefängniszelle im ersten Stock und neben der Eingangstür hängt das zweite Gesuchtplakat. Bei der Westernstadt sind 2 Frauen dabei. Eine davon ist die Großmutter mit den seltenen weißen Haaren. Insgesamt gibt es 8 Minifiguren bei diesem Set. 6 Pferde und 3 Kutschen. Die lustigste Kutsche ist der Planwagen mit dem Wunderdoktor. Mit der großen Werbeaufschrift Doc Holidays Schlangenöl um $1. Der weiße Planwagen hat 2 kleine Autoräder, eine normale Kugelgelenk-Anhängekupplung, vorgespannt ist ein kleines rotes Pferd. Die Postkutsche haben wir schon gesehen. Sie kommt gerade vom Bahnhof und hält vor der Postkutschenstation. Die dritte Kutsche ist ein einspänniger Farmwagen vom Siedler, der zum Einkaufen in die Stadt kommt. Seine Einkäufe kann er auf der Ladefläche verstauen. Auf einer kleinen Grünfläche vor der Stadt stehen 2 Kiefern. Jetzt schauen wir uns nochmal in der malerischen Stadt um. Der Saloon hat unter dem Säulenvordach den typischen Eingang mit den Schwingtüren aus Fensterläden. Unser mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann ist dort eingekehrt. Nach einigen Cola Lights sitzt die Zunge locker und er prahlt mit seinem neuen Projekt. Er möchte Indianerland kaufen und dort einen neuen Bahnhof für die Stadt bauen. Draußen schwingt er sich auf sein Pferd und reitet schnurstracks zum Indianerdorf. 1977 gab es ja bei den Großkopf-Indianern 215 als Kleinkind in der Rückentrage eine Indianer-Minifigur mit rotem Kopf. Ich habe mir aus dieser halben Figur ein ganzes Minifiguren-Indianerdorf gebaut, das es so bei Lego niemals gegeben hat. Die 2 Tipis sind aus den 75 Grad Dachsteinen, die 78 bei der Gelben Burg neu herauskamen. Zeltstangen und Lagerfeuer sind aus normalen Rundsteinen. Hinter dem Lagerfeuer steht ein Totempfahl. Die Kakteen und die Bisons habe ich mir von den Texas Rangers abgeguckt. In dieser Art hätte man auch ein einfaches Indianerset herausbringen können. Aber bei Lego kann man sich ja alles bauen, was man sich wünscht. Die Indianer wollen ihre Jagdgründe nicht verkaufen. Als der lästige Geschäftsmann nicht locker lässt, haben sie ihn einfach an den Marterpfahl gebunden. Zum Glück hat unser kleiner Sheriff alles beobachtet und reitet sofort zu den Texas Rangers. Die Texas Rangers überwachen den Frieden zwischen den Indianern und den Siedlern. Sie haben ihr Lager 372 auf einer 24×32 Grundplatte aufgeschlagen. Mit einer kleinen Blockhütte, der amerikanischen Flagge, dem großen gelben Schild mit dem Doppelaufkleber, ein gelbes Gatter, das man öffnen und schließen kann. Es sind 6 Figuren dabei und 4 Pferde. Ein Pferdestall mit Wachturm und eine Kaktee. Die rote Blockhütte hat ein Fenster, das aus 6 weißen kleinen 1×1 Fenstern zusammengesetzt ist. Im Pferdestall kann man 2 Pferde einstellen. Unser unglücklicher Geschäftsmann muss nicht mehr lange auf seine Rettung warten.
Die Texas Rangers satteln ihre Pferde und rücken aus. Es herrscht jetzt Frieden mit den Indianern, deshalb kann sich die kampferprobte Polizeitruppe mehr um die Bankräuber, Banditen und Eisenbahnüberfälle kümmern. Es gibt langwierige Verhandlungen mit den Indianern am Lagerfeuer. Die Friedenspfeife wird herumgereicht und alte Geschichten werden aufgewärmt. Zum Schluss lassen die Indianer den ungeschickten Geschäftsmann frei. Sie sind froh, dass sie die Quasselstrippe endlich loswerden. Diese Westernwelt von 75 bis 77 gehört zu meinen absoluten Lieblingssets. 96 bis 2002 gab es ja die neue legendäre Westernwelle. Die ist für mich zu neu und ich habe als Vergleich nur das Indianerdorf 6766 von 97 bzw. 6763 von 2002 mit 313 Teilen und 7 Figuren. Die große Bauanleitung in DIN A4-Format ist mit 31 Seiten ein dickes Telefonbuch im Vergleich zu den einfachen Faltblättern der 70er Jahre. Es gibt 2 verschiedene Stimmungsbilder vom fertig aufgebauten Indianerdorf. Zwischen den alten und den neuen Figuren liegen 20 Jahre. Die Indianer haben schön bedruckte Gesichter. Es sind einige der sehr wenigen Lego-Figuren mit aufgedruckter Nase. Zum Vergleich habe ich hier noch den Sheriff von 96, Wild Wild West oder Duke. Er hat immer noch dasselbe Hutmodell von 75. Die Indianerpferde sind besonders schön bedruckt. Kein Vergleich im Detaillierungsgrad, aber die gebauten Figuren sind viel fantasievoller und kreativer als die neuen fertigen Minifiguren. Im Indianerdorf wohnen 7 Figuren. Der Häuptling mit seiner Federkrone. Unter den Waffen sind die alten schwarzen Feuerwehrbeile mit den Federn besonders lustig. Und die bedruckten Langschilder sind besonders schön gelungen. Die Figuren sind alle nur an der Vorderseite bedruckt. Der Medizinmann hat auch eine besondere Büffelhaube als Kopfbedeckung. Die dritte Figur ist eine Squaw mit Lippenstift, mit der einheitlichen Indianerfrisur mit Zöpfen und mit dem Federschmuck. Der rote und der ziegelgelbe Krieger kommen doppelt vor, einmal zu Fuß und einmal hoch zu Ross. Es sind zweimal die identischen Figuren auf einem braunen und auf einem weißen Pferd. Mein Indianerdorf stammt aus der 2. Auflage von 2002 mit der Nummer 6763. Auf einer halben 16×32 Grundplatte steht das Zelt des Medizinmannes und der Ausguck für den Wachposten. Die Berge sind aus den einfachen, hohlen, vorgeformten Felsenelementen zusammengebaut. Auf der großen 32×32 Kurvenstraßenplatte ist die Flussbiegung aufgedruckt. Im Eck steht das 2. Indianerzelt. Vor dem Eingang eine Leiter als Waffenständer. Die Zeltplane besteht aus einem Segeltuchstoff. Vorne ist ein runder Eingang mit Luke ausgestanzt und an der Seite sind gestanzte Löcher zur Befestigung an den 2 braunen 20 Noppen langen Zeltstangen. Wenn man die Zeltplane an einer Seite ablöst, kann man das Zelt hinten aufklappen. Die Grundmauer des Zeltes sind normale Ecksteine von der Burgmauer. Besonders schön sind die beiden braunen Baumstümpfe, die ausschließlich in 4 Indianersets zu finden sind. Hier sehen wir die normalen, schön bedruckten Pferde von 84 mit den neuen Sätteln von 90 mit den 2 Halterungen auf beiden Seiten.
Wie wir von den Rittern wissen, kann man die Sättel abnehmen und mit einem Stein und einer Platte als Satteldecke ersetzen. Im Hintergrund ist wieder eine halbe Grundplatte mit einem großen Gebirgszug mit Stromschnellen, die aus einer Höhle herausfließen. Wieder 2 Leitern zum Aufklappen, ein Höhlenversteck. Die Felsenfertigteile erzeugen viele Höhlen und Hohlräume. Am Hochplateau steht der farbige Totempfahl. Es gibt 2 Falltüren mit drehbaren Hebeln und über dem Wasserfall hält das Blattwerk 2 Baumstämme fest, die man in den Fluss stürzen lassen kann. Die zweite Falltür ist unter dem Lagerfeuer auf der Anhöhe vor dem Totempfahl, erreichbar mit einer klappbaren Leiter. Und die Falltür geht hinunter in die Höhle. Mit einer Klappe kommt man auch von vorn in das Höhlenversteck. Und mit der Falltür kann man das Feuer und Schlangen in die Höhle fallen lassen. Die Flussbiegung ist nicht nur wegen der Stromschnellen sehr gefährlich, es können jederzeit auch von oben die Baumstämme auf das Kanu fallen. Besonders schön und dekorativ sind die vielen grünen Büsche und das Blattwerk. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Tipi mit der Feuerstelle, Kochtopf und Waffenständer. Ein schönes neues Indianerdorf von 97 oder 2002 im direkten Vergleich mit der alten klassischen Westernwelt von 75 bis 77. Ein wunderschönes Diorama von der Westernwelt von 96 können wir im einzigartigen Lego-Museum von Blankistone besichtigen, das aus Presse und Fernsehen bekannt ist. Im Indianerdorf stehen 7 Zelte, die es 97 in 3 verschiedenen Sets gegeben hat. Die Indianer sitzen friedlich rund um das Lagerfeuer. Aus 4 Flussbiegungen ist eine Insel mit Beobachtungsposten geworden. Im Hintergrund sehen wir das Felsenversteck mit den Stromschnellen. Vor dem Westernzug ist die schwarze My Own Train Lokomotive 10.205 von 2002 vorgespannt. Im Hintergrund wurden aus dem Set 6765 mit den 2 kleinen Baracken ein schönes Bahnhofsgebäude und eine große Bank gebaut. Im Vordergrund sehen wir den Planwagen mit Kanone 6716. Hinten der Sheriff 6755. Die Infanterie marschiert aus dem legendären Fort Legoredo 6769. Ein wirklich gut bestücktes Diorama aus dem Lego-Museum von Blankistone. Bei dieser Gelegenheit können wir noch einen Blick auf die legendäre Lone Ranger-Serie zum Film von 2013 werfen. Mit der Eisenbahnjagd 7911, John Reid mit der Maske des Lone Ranger. Hier reitet Barrett aus dem Postkutschen-Set und Captain Jay Faller aus dem Zugset. Im Hintergrund sehen wir noch das Maschinengewehr auf dem Flachwagen und die Postkutschenflucht 79108. Hier ist die Bank und das Sheriff's Office aus dem Duell in Colby City 7709. Hier sehen wir Frank, er wird wohl nicht Butch Cavendish aus dem Gefängnis befreien. Wirklich großartige Sets, Dioramen und Skulpturen im einmaligen Lego-Museum von Blankistone. Die Ausstellung ist für jedermann nach Vereinbarung zugänglich. Blankistone ist immer meine erste Anlaufstelle, wenn ich Steine für meine Projekte brauche.
Blankisthorn ist nämlich der größte und beste Bricklingstore Italiens und liegt gleich bei mir nebenan im Nachbardorf. Wenn mir einige Teile fehlen, dann schwinge ich mich einfach auf mein Fahrrad und hole sie im Shop bei einem kleinen Plausch ab. Ich nütze die unbegrenzte Auswahl und habe keine horrenden Versandkosten. Mit dieser unbezahlten, aber ehrlich gemeinten Werbung schließen wir unser heutiges Video ab. Damit sind wir auch schon am Ende der Spielwelt mit den unbeweglichen Minifiguren ohne Gesichter. Im nächsten Video lernen die Minifiguren laufen, nehmen endlich ihre Greifhände aus den Hosentaschen und bekommen ihr bezauberndes Lächeln. Wir müssen wieder viel aufbauen, die Steine für die Legolandstadt, den Weltraum und die Ritterburg habe ich heute schon abgeholt. Jetzt wisst ihr, wo meine Steine herkommen, und am nächsten Freitag können wir schon die ersten fehlenden Sets aus der Legolandstadt zusammenbauen. Damit möchte ich mich auch heute wieder schweren Herzens von euch verabschieden. Herzlichen Dank an jeden Einzelnen, dass ihr alle zugesehen habt. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, schöne Sommerferien und eine erholsame Urlaubszeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wiedersehen.